Ciao, ciao, bambina. Hallo und herzlich willkommen zu Pure Rita. Ich bin Rita und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir machen heute eine kulinarische Reise an die Amalfiküste und zwar auf die Insel Capri. Denn bei mir gibt es etwas was Köstliches, Italienisches. Ich mache heute Ravioli mit Spinat und Ricotta, verfeinert mit Pinienkernen und ein wenig Muskatnuss und selbstgemachten Pesto. Die besten Ravioli, die ich nämlich je gegessen habe, das war nämlich auf Capri, wo ich vor 2 Jahren war, in einem gemütlichen Restaurant, Ristorante de Paolino, so hieß es. Man sitzt da in einem wunderschönen Garten voller Zitronenbäume und es duftet nach Zitronenblüten, sodass man richtig Appetit bekommt. Ich blende euch das mal da oben ein, damit ihr das mal sehen könnt, wie schön das ist. Und die Ravioli, die ich da gegessen habe, die waren so lecker, dass ich irgendwann mal gedacht habe, das muss ich unbedingt mal selber machen. Und wie selbstgemachte Ravioli am besten gelingen, sodass sie schmecken wie in Italien, das verrate ich euch heute. Die Zutaten für unseren Nudelteig sind für 4 Personen, und zwar 400 Gramm Mehl, Typ 405, 4 große Eier, 5 Milliliter Olivenöl, einen halben Teelöffel Salz. Für unsere Ravioli-Füllung brauchen wir 300 Gramm frischen Spinat, 250 Gramm Ricotta, ein Eigelb, 30 Gramm geröstete Pinienkerne, ein Esslöffel Butter, 40 Gramm frisch geriebener Parmesankäse, 2 Esslöffel Olivenöl, Schale einer Bio-Zitrone, eine Knoblauchzehe, eine Schalotte, Muskatnuss für den Geschmack, Salz und Pfeffer. Für die Raviolis braucht ihr folgende Küchenutensilien, und zwar eine Küchenmaschine mit einem Knethaken, eine Pastawalze, eine Reibe, ein Backpinsel, ein Sieb, eine Knoblauchpresse, ein Teigrädchen und ein Schneebesen. Wir bereiten jetzt den Pastateig zu und als kleine Faustregel nebenbei für die Mengenberechnung pro Person kommen nämlich auf 100 Gramm Mehl ein Ei. Wir nehmen jetzt den Schneebesen und bevor wir die Zutaten alle in die Schüssel geben, schlagen wir die Eier separat auf. Wir geben jetzt alle Zutaten hinein. Zuerst das Mehl, die Eier, das Olivenöl und das Salz. Wir schalten die Maschine jetzt auf eine niedrige Stufe und verrühren alle Zutaten zu einem festen und leicht klebrigen Teig. Und jetzt beschleunigen wir ein bisschen das Video, damit es nicht ganz so langweilig wird. Jetzt schalten wir auf Stufe 2. Sollte euer Teig ein wenig zu fest sein, gebt ein bisschen Wasser dazu. Insgesamt solltet ihr ca. 10 Minuten den Teig wirklich gut durchkneten, sodass es schön fest und klebrig ist. Wir bemehlen jetzt die Arbeitsfläche. Wir kneten jetzt den Teig ein wenig durch. Und nehmen jetzt ein Stückchen Folie und wickelt den Teigballen ein und lasst ihn eine halbe Stunde ruhen. Für unsere Spinat-Ricotta-Füllung schneiden wir zuerst die Schalotte.
und den Knoblauch. Die Schalotte in kleine Würfel schneiden. Und den Knoblauch zur Seite legen. Wir schalten die Pfanne auf mittlere Stufe, geben unsere Butter hinein und das Olivenöl. Und schwitzen unseren Knoblauch und die Schalotte in der Pfanne an. Dafür drücken wir jetzt mit der Knoblauchpresse den Knoblauch aus. Wir schwitzen die Schalotten und den Knoblauch so lange an, bis sie glasig sind. Und jetzt können wir den Spinat hinzufügen und mitdünsten. Der Spinat sollte ca. 4 bis 5 Minuten gedünstet werden und dann ist er soweit fertig. Wir schalten den Herd jetzt aus. Und der nächste Schritt ist ganz wichtig. Wir geben den Spinat direkt in das Sieb hinein und pressen das überschüssige Wasser aus dem Spinat aus. Das ist ganz wichtig für unsere Füllung. Und jetzt rösten wir die Pinienkerne an, bis sie eine schöne goldbraune Farbe haben. Den Spinat auf das Schneidebrett legen und mit dem Messer ganz fein hacken. Zu dem gehackten Spinat gebe ich jetzt das Eigelb dazu. Und den Ricotta. Und jetzt geben wir die Hälfte der Pinienkerne in die Füllung hinein und den Rest bitte aufheben für das Servieren später. Und ein wenig schwarzen Pfeffer und Salz. Und jetzt ein wenig frisch geriebene Muskatnuss. Ich finde, Muskatnuss passt wunderbar zu Spinat, die harmonieren ganz toll miteinander. Also ruhig ein wenig mehr davon. Und jetzt für den kleinen frischen Kick geben wir ein wenig Zitronenschale hinein. Und bitte nur darauf achten, dass es die äußere Schale ist. Und jetzt kommt unser Parmigiano Reggiano. Das Ganze gut jetzt vermischen. Folie drauf und ab in den Kühlschrank. Wir nehmen den Pastateig, bemehlen die Arbeitsfläche und vierteln unseren Teigballen mit einem Teigschneider. Wir geben jetzt ein Ballen zur Seite und den Rest verpacken wir in Folie und geben es in den Kühlschrank. Wir montieren die Pastawalze und drücken den Teigballen etwas an, sodass er besser in die Walze passt. Und schalten die Maschine ca. auf Stufe 3, bemehlen die Walze und walzen den Teig auf Stufe 1 der Walze mehrmals durch. Dann den Teig der Länge nach zusammenklappen und erneut durch die Walze gleiten lassen.
Jetzt wird der Teig stufenweise immer dünner ausgerollt. Ich mache das hier bis zur Stufe 5, bis der Teig dünn genug ausgerollt ist für Ravioli. Jetzt schalte ich es auf die nächste höhere Stufe und wenn die Teigbahnen zu lang sind, einfach halbieren und wieder walzen. Die Teigblätter sehen super aus. Und als nächstes nehmen wir das Ei, verquirlen es leicht und geben es zur Seite. Wir verteilen jetzt die Füllung in jeweils 3 cm Abstand auf die ganze Länge. Und jetzt nehmen wir den Pinsel und bestreichen die Teigränder und die Zwischenräume. Wir nehmen jetzt die zweite Teigbahn und legen sie ganz vorsichtig drauf, drücken ganz leicht an und versuchen die Luftblasen, die sich darin befinden, herauszudrücken. Immer jeweils ganz sanft an den Rändern drücken. Und jetzt nehme ich meinen kleinen Cinquecento Teigrädchen und fahre jetzt mal schön drüber. Und forme jetzt ganz schöne Quadrate. Und diesen Vorgang wiederholen wir so lange, bis genug Ravioli für alle da sind. Unsere Ravioli sehen super aus und es ist eigentlich überhaupt kein Problem, dass sie ein bisschen unterschiedlich sind. Sie sind halt handmade. Und jetzt können wir unsere Ravioli kochen. Dafür setzen wir das Wasser auf, geben einen Teelöffel Salz hinzu und lassen die Ravioli vorsichtig hineingleiten. Das Wasser bitte nicht mehr kochen lassen, sondern die Ravioli eigentlich ziehen lassen, bis sie nach oben schwimmen. Dann sind sie fertig. Ich stelle den Topf zur Seite, stelle eine Pfanne auf und lasse die Butter darin schmelzen und gebe Basilikumblätter dazu. Ihr könnt natürlich auch Salbeiblätter nehmen, je nach Geschmack. Mit einem Sieblöffel können wir jetzt die gegarten Ravioli in unserer Basilikumbutter schwenken, ein wenig Pastawasser hinzufügen und schon mit dem Servieren beginnen. Dafür nehme ich mein selbstgemachtes Pesto und wenn ihr wissen wollt, wie ihr das selber macht, das verlinke ich euch da oben. Jetzt geben wir ein wenig noch von unserer Basilikumbutter darüber, ein paar Kleckschen von unserem Pesto, ein paar Pinienkerne und ein kleines Blatt Basilikum. Und jetzt können wir mal verkosten. Schmeckt wunderbar, weich und nussig im Geschmack. Und ihr seht, wie die Füllung, wie toll das aussieht. Und noch ein bisschen Wein dazu. Übrigens, mein absoluter Favorit in diesem Sommer.
ein ganz toller Rosé, den ich da trinke. Und zwar aus der Provence, der 2017er Miraval. Der gilt übrigens als der beste Rosé der Welt. Ihr habt gesehen, wie super einfach es ist, Ravioli selber zu machen. Ich finde, es ist auch wunderbar, wenn man das zusammen mit Freunden macht. Der eine macht zum Beispiel den Teig, der andere die Füllung. Und was die Füllung betrifft, vielleicht habt ihr euch auch eure eigenen Ideen oder Rezepte. Auf jeden Fall, mein Rezept findet ihr unten in der Beschreibung. Vielleicht habt ihr auch Fragen dazu oder auch zum Pasta-Aufsatz, wie die genaue Handhabung ist zum Beispiel. Schreibt mir bitte unten ins Kommentarfeld. Ich würde mich sehr freuen. Ich hoffe, mein Video hat euch richtig Lust gemacht auf Ravioli und vielleicht sogar auch auf Capri. Also wenn ihr ein bisschen Dolce Vita auftanken wollt und einen unvergesslichen Urlaub erleben wollt, glaube ich, gibt es keinen besseren Ort dafür als Capri. Wenn euch mein Video gefallen hat und ihr informiert werden wollt über meine neuesten Kreationen, dann abonniert doch meinen Channel. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Eure Rita. Ciao, ciao, bambina, un bacio ancora e poi per sempre.